Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial Web of Science Datenbankrecherche der SUB Göttingen. Web of Science ist eine riesige Datenbank, deren Inhalte sämtliche wissenschaftliche Disziplinen umfasst. Wir zeigen euch hier eine Literatursuche für eine sozialwissenschaftliche Recherche. Noch ein Tipp vorab. Wenn ihr an einem Rechner arbeitet, der nicht mit dem Campusnetz verbunden ist, empfiehlt es sich, den EduVPN-Client der Universität zu installieren, um bei der Recherche auch auf alle lizenzierten Volltexte zugreifen zu können. Weitere Informationen zum Zugriff auf E-Medien von außerhalb des Campusnetzes findet ihr auf unserer Homepage. Am besten steuert ihr die Datenbanken über unser Datenbank-Infosystem DBIS an. Dazu klickt ihr auf der Startseite der SUB in die Suchleiste und klickt auf den Abkürzungslink DBIS. Fächerübergreifende Datenbanken kann man entweder über den Reiter Suchen eingeben oder man klickt auf das Fachgebiet Allgemeine Naturwissenschaft. Oben aufgelistet findet man die für das Fach als besonders relevant angesehenen Top-Datenbanken. Man kann sie sich auch mit dem Filter Top-Datenbanken anzeigen lassen. Bei Search-In sollte die Web of Science Core Collection voreingestellt sein, die auch den renommierten Social Science Citation Index enthält. Ist dies nicht der Fall, kann die Collection über das Pull-Down-Menü ausgewählt werden. Nun möchten wir Literatur zum Thema Umweltpolitik der Europäischen Union suchen. Da die Datenbanksprache Englisch ist, müssen wir mit englischen Suchwörtern suchen. Ein guter Suchschlüssel für unsere Recherche ist Topic, da wir damit sowohl Titel, Abstracts als auch Keywords durchsuchen können. Keywords sind Schlagwörter, die von Fachleuten vergeben werden. Sie beschreiben den Inhalt einer Publikation. Für den ersten Sucheinstieg geben wir nun Environmental Policy in die Suchleiste ein. Dies ergibt eine sehr große Treffermenge mit Dokumenten, die sich laut Titel, Abstract oder Keywords mit Environmental Policy befassen. Trotz dieser riesigen Treffermenge kann man auch noch die Trankierfunktion in Web of Science nutzen, um sicher zu sein, dass alle Schreibweisen und alle möglichen Wortendungen mitgesucht werden. In Web of Science setzt man dafür ein Sternchen. Wir können also die Suche noch einmal starten und Environmental Poly mit Stern eingeben. So wird sichergestellt, dass alle möglichen Wortendungen nach Poly mitgesucht werden. Wie ihr seht, erhöht sich dadurch die Treffermenge noch einmal erheblich. Jede Datenbank bietet verschiedene Filtermöglichkeiten, um solche Treffermengen nach bestimmten Kriterien einzugrenzen. In Web of Science befinden sie sich auf der linken Seite. Es gibt auch die Möglichkeit, mit der sogenannten Phrasensuche eine Recherche durchzuführen. Bei der Phrasensuche werden unsere Begriffe Environmental Policy in Anführungszeichen gesetzt. Das bedeutet, dass nur exakt diese Schreibweise der Suchbegriffe in genau dieser Reihenfolge gesucht wird. Die Treffermenge reduziert sich dadurch enorm. Die Phrasensuche eignet sich gut dazu, eine sehr große Treffermenge einzugrenzen und erzeugt inhaltlich sehr passende Ergebnisse. Bislang haben wir allerdings nur einen Aspekt der Suchanfrage abgearbeitet. Um mehrere Begriffe gleichzeitig abzufragen, nutzt man die sogenannten Boolschen Operatoren. In Web of Science klickt man dazu auf Add Row. Hier können mehrere Begriffe kombiniert werden. Und da wir ja Literatur zur Umweltpolitik in der Europäischen Union suchen, geben wir jetzt die beiden Begriffe mit dem Boolschen Operator AND in die Suchmaske ein. In dieser Kombination finden wir Treffer, in denen sowohl Environmental Policy und ähnliche Schreibvarianten als auch Europäische Union, European Union oder Ähnliches vorkommt. Wir nutzen weiterhin den Suchschlüssel Topic. So reduziert sich die Treffermenge erheblich. Dennoch ist es immer noch zu viel, um jedes einzelne Dokument zu lesen und auszuwerten. Wir gehen nun davon aus, dass wir uns besonders für die aktuellen Entwicklungen interessieren und nehmen als Zäsur das Pariser Übereinkommen, das 2016 ratifiziert wurde. Wir möchten also Publikationen ab 2016 herausfiltern.
Die Treffermenge reduziert sich damit noch einmal, bleibt aber immer noch zu hoch für eine einzelne Auswertung jedes Artikels. Da in Web of Science alle Wissenschaftsdisziplinen vertreten sind, bietet uns das einen Anknüpfungspunkt, um die Treffermenge weiter zu reduzieren. Hierfür können wir die inhaltliche Klassifikation der Research Areas nutzen. Die findet man auf der linken Seite der Webseite im Inhaltsbereich. Für das Fach Politikwissenschaft bietet sich Government Law an. Es gibt aber noch andere einschlägige Disziplinen, zum Beispiel Public Administration und International Relations. In der Übersicht aller Research Areas sieht man auch direkt, wie viele Treffer der jeweiligen Disziplin zugeordnet sind. Auf diese Weise bekommt man eine relativ überschaubare Treffermenge. Wenn ihr sie noch weiter eingrenzen wollt, könnt ihr auch weitere Suchwörter mit dem Boolschen Operator AND hinzufügen. Und wie kann man jetzt auf die Literatur zugreifen? Ein Teil der Texte ist frei verfügbar. Schaut auf die Symbole, die im Inhaltsbereich ganz oben unter Quick Filters aufgeführt sind. Hier sieht man zum Beispiel das Open Access-Symbol mit dem geöffneten Schloss. Diese Dokumente stehen ohne Zugangsbeschränkungen im Volltext zur Verfügung. Außerdem sieht man ein Ursymbol, das Inhalte im Early Access anzeigt. Diese Inhalte sind ebenfalls frei verfügbar. Hier handelt es sich in der Regel um Aufsätze, die als sogenannte Preprints erscheinen. Preprints sind Publikationen, die online schon vorliegen, aber noch im Redaktionsprozess sind und wo sich gegebenenfalls noch Überarbeitungen ergeben können. In der Trefferliste könnt ihr auch direkt sehen, ob das Dokument im Open Access zur Verfügung steht. Ihr könnt euch die Treffer zuerst so ordnen, dass die neuesten Publikationen gleich zuerst angezeigt werden. Dazu auf das Pulldown beim voreingestellten Relevance klicken und dann Date Newest First auswählen. Links neben den Artikeln seht ihr dann die entsprechenden Symbole. Wird bei einem Treffer keines dieser Symbole angezeigt, heißt das, dass der Artikel im Closed Access erschienen ist und ihr auf den Volltext nur zugreifen könnt, wenn eure Bibliothek die entsprechende Lizenz erworben hat. In der Einzelansicht bekommt ihr weitere Informationen zum Artikel und könnt im Abstract direkt die wichtigsten Aussagen nachlesen. Über den Reiter Sublinks ganz oben bekommt ihr Hilfe, wie ihr an den Volltext gelangen könnt. Ihr werdet auf eine Seite weitergeleitet, über die man den Zugriff auf den Artikel bekommt. Solltet ihr in Web of Science Inhalte finden, die ihr nicht im Volltext bekommen könnt, gibt es die Möglichkeit, eine Fernleihe aufzugeben. Solltet ihr Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wendet euch gerne an uns.